herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Tabletop Stuff. Ja, heute ist das mal ein ganz besonderes Video, was ich hier auch stellvertretend für Christian mitmache. Wir schaffen es leider jetzt nicht nochmal, uns vor den Feiertagen zu treffen, das ist klar. Ist eine Zeit, wo alles hinten und drüber geht und Familie geht natürlich auch vor. Aber ich wollte das vor den Feiertagen nochmal nutzen, um sich nochmal recht herzlich bei allen Supportern und Abonnenten bei uns zu bedanken. Wie ihr hier sehen könnt, wir haben in der Zeit jetzt auch schon echt einigen Support von euch erhalten, ob das jetzt die Gentleman's at War Box ist, die wir vom Taschengelddieb bekommen haben, wo ja aktuell gerade das Afrika-Projekt läuft. Das ist wirklich, sage ich mal, auch einfach nicht selbstverständlich. Oder Sascha über das Jahr schon mit diversen Bausätzen. Wir haben Panzer von ihm erhalten, hier den Jagdtiger zum Beispiel. Oder auch diesen Bausatz, wo wir ja gemeinsam das Community-Projekt erschaffen haben. Dann haben wir aber auch hier von Fantasy Terrain diesen Lockbunker bekommen für unsere Pazifik-Kampagne, für unser Pazifik-Projekt, oder hier die japanische Kanone. Also das ist wirklich immens, was wir da an Support von euch in der Zeit auch schon bekommen haben. Ganz frisch auch zum Beispiel von einem Zuschauer, dann gehen nochmal recht herzliche Grüße raus an den Martin aus Wien, der uns hier ein Maultier zur Verfügung gestellt hat. Also das sind wirklich Sachen, sage ich mal, die sind für uns ja auch nicht selbstverständlich. Und wir finden das echt grandios, was wir dann doch schon hier für einen Support von euch erhalten haben. Das ist wirklich krass und vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank nochmal an die ganzen Abonnenten, die uns jetzt schon die Zeit verfolgen, und der Kanal wächst ja auch immer mehr, und das ist auch irgendwie so ein Punkt, wo wir selber gar nicht mit gerechnet haben, dass das dann doch schon gut ankommt, das, was wir hier eigentlich so treiben. Und auch überhaupt die Community in dem Bereich, diesen Austausch, den es halt schon wirklich gibt, auch jetzt ganz aktuell mit den Fotos von euren Projekten, wo wir auch sehen, dass ihr viele Sachen selber dann mal ausprobiert, oder hin und wieder die Hinweise, dass durch unseren Kanal auch viele wieder ein bisschen angefixt sind, selber mal die Projekte wieder aus dem Keller holen, sage ich mal auf gut Deutsch, und da einfach weitermachen und auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Und gerade dieser Austausch, das gefällt uns halt immer sehr gut, und das ist ja halt auch das Kernelement von unserem Kanal, was wir schon immer zu Anfang gesagt hatten, dass halt dieser Austausch bestehen soll. Klar, wir können es auch für uns selber irgendwie machen, aber ja, dann braucht man es halt auch nicht wirklich jetzt irgendwie auf Videobann oder so, wenn, sage ich mal, wenig Resonanz einfach ist. Da sind wir auch ganz ehrlich, ne? Aber es ist wirklich große Klasse, und wie gesagt, vielen, vielen Dank, gehen da nochmal raus. Auch nicht zu vergessen den Jens von Tabletop Generals, der uns auch Würfel zur Verfügung gestellt hat, die hier auch irgendwo noch rumfliegen, weil er einfach gemerkt hat, dass es mit meinem Würfelglück nicht bestens bestellt ist. Auch da, lieber Jens, gehen nochmal Grüße an dich raus für den Support. Und ja, also dass man auch sieht, diese kanalübergreifenden Elemente zu anderen YouTubern in dem Bereich, ob das jetzt Sascha ist von Tabletop Basement oder der Jens halt von Tabletop Generals. Das ist schon klasse und zeigt halt auch ein bisschen, wie die Community dann halt auch arbeitet, ne? Also es ist wirklich sehr, sehr toll. Ja, was läuft im Prinzip jetzt so das nächste Jahr? Also wir werden uns diesmal nicht so festlegen, wie wir das vielleicht das letzte Jahr gemacht haben. Einfach einmal, dass man jetzt niemanden enttäuscht, weil wir ja viele Pläne auch so ein bisschen über den Haufen geworfen haben. Ich sage jetzt nur nochmal Stalingrad-Projekt, wo sich vielleicht der ein oder andere auch nochmal drauf gefreut hat.
weil das dann einfach Projekte sind, die man dann doch nicht so vorausschauend planen kann, wie man sie gerne möchte und sich halt immer irgendwas ändert, ne? Das ist klar. Und deshalb sind wir lieber darüber gegangen, dass wir gesagt haben, wir machen das halt spontan. Was auf jeden Fall feststeht oder wo es halt definitiv jetzt weitergeht, ist natürlich die Afrika-Reihe. Das ist klar, da werden peu à peu weitere Videos gerade halt für die Einsteiger halt rauskommen. Christian hatte ja jetzt zuletzt nochmal das Sonder-Kfz 222 jetzt im Bau gehabt und das nochmal detailliert erklärt. Und ja, so wird es halt weitergehen, dass wir da einzelne Elemente uns rausfischen, bis wir dieses Projekt fertig haben, in das Spielen übergehen können, in das Regeln erklären übergehen können. Und ja, das findet natürlich parallel zu unseren Spielen statt. Und ja, was darüber hinaus dann in dem Jahr ja, passieren wird, da könnt ihr euch einfach überraschen lassen. Also wir haben jetzt keine feste Liste, die wir jetzt irgendwo abarbeiten, was wir jetzt unbedingt zeigen wollen, sondern wir machen das spontan und ich denke auch mal, dass das für euch auch ja, eigentlich am besten ist. Ja. Wo man sich jetzt auch nicht drauf versteifen muss, dass jetzt, wann kommt das, wann kommt jenes. Und ja, das ist für alle Beteiligten, glaube die vernünftigste Sache. Auch alleine das letzte Vierteljahr, sage ich mal, war auch ein bisschen von Krankheit geschuldet. Dann kommt natürlich auch Urlaub und bei größeren Projekten ist das dann halt immer problematisch, irgendwie einen festen Zeitplan halt irgendwie zu machen. Ja. Und das artet dann auch, denke ich mal, in zu viel Arbeit aus. Und das soll ja praktisch dieser Hobbykanal auch irgendwo bleiben. Ne? Ja, also wie gesagt, wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich bei allen Supportern, bei allen Abonnenten, fleißig immer am Kommentieren sind auch, die uns Feedback geben zu unseren Projekten, die auch Ideen haben. Und ja, dann wünschen wir euch im Allgemeinen eine schöne Weihnachtszeit, nicht zu stressig, bleibt von Krankheit verschont und auch ein gesundes neues Jahr wünschen wir euch dann. Rutscht gut rein und ja, dass wir uns alle im Prinzip irgendwie nächstes Jahr auch wiedersehen. Dann würde ich sagen, macht's gut und haut rein. Ciao!